Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid auf der Suche nach Mercedes Sprinter und wisst überhaupt nicht, wo ihr hingehört, dann zeige ich euch in dem heutigen Video, welche Varianten auf Mercedes Sprinter es gibt, welche Grundrissvarianten es gibt und am Ende dieses Videos weißt du hoffentlich, ob der Mercedes Sprinter eine Lösung für dich ist und wenn ja, welcher der richtige ist, weil es echt tolle Lösungen gibt, die aber auch den einen oder anderen Nachteil haben und das versuche ich euch mal ein bisschen näher zu bringen. Grundsätzlich müsst ihr euch die Frage stellen, wenn Sprinter, dann wie lang? Will ich in die 6 Meter Klasse oder in die 7 Meter Klasse? Kürzer geht nicht. Die mittlere Länge, die wir beim Ducato haben mit knapp 6,50 gibt es im Prinzip auch nicht. Und dann muss man einfach schauen, wo passt ihr rein. Und die 6 Meter Klasse beim Sprinter birgt immer ein Problem mit sich. Die Nase ist lang, das Auto ist schmal. Das heißt, ihr müsst gucken, wie setze ich das Ganze um. Und nichtsdestotrotz gibt es immer wieder und viele Gründe, den Sprinter zu kaufen. Allradantrieb, Assistenzsysteme, Style, Offroad, Höherlegung. So viele tolle Sachen. Am Ende muss man auch immer sagen, es ist immer teuer und es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Wenn wir uns alles hier angeguckt haben, was es an verschiedenen Sprintern gibt, dann finde ich, legen wir die nochmal nebeneinander, damit ihr auch eine Preisidee bekommt, wo der Grundpreis ist. Aber das machen wir ein bisschen später. Wenn ihr in die 6 Meter Klasse geht beim Sprinter, dann sind fast alle Autos, fast alle Autos, die wir im Programm haben, so, dass ihr ein Heckbett hinten quer habt. Macht jeder Hersteller für sich anders und eins der neuen Fahrzeuge ist der, was jetzt in Düsseldorf 24 vorgestellt wird, als Modelljahr 25 ist der neue James Cook. Da hat Westfalia hier eine super breite Backe mit drin und dadurch haben wir im gesamten Fahrzeug ein bisschen mehr an Raum. Da der Sprinter hinten ja so schmal ist, hat jedes Fahrzeug irgendeine Lösung der Heckverbreiterung und jeder Hersteller macht das anders. Müsst ihr mal darauf achten im Laufe des Videos. Westfalia hat hier eine relativ große Verbreiterung, Lastrada hat 2 Backen, eine links und eine rechts. Pössl löst das mit einem Slide-Out an der Seite. Das könnte einer der Punkte sein, an dem ihr für euch entscheiden könnt, in welchen Sprinter gehöre ich denn hier überhaupt? Welches ist der richtige für mich? Welche der Lösungen bietet für mich das beste Gesamtpaket? Also achtet da ein bisschen drauf, das kann eine echte Entscheidungshilfe werden. Wie sich das genau auf das Auto auswirkt, haben wir euch schon in einem Video zum James Cook gezeigt. Das verlinken wir euch unten drin, da kriegt ihr alle Details. Aber wir gucken jetzt einmal ganz kurz in das Fahrzeug rein, damit ihr eine Idee habt, was ihr hier habt. Das wäre nämlich die eine Variante, die wir bei Westfalia als Sprinterbasis haben. Grundsätzlich sind die Grundrisse in den meisten Fahrzeugen relativ ähnlich. Ihr habt eigentlich immer die Aufteilung, vorne eine Sitzgruppe, hinten das Heckbett quer. Und dann hier in der Mitte Küche und Nasszelle. Wo sich die Autos unterscheiden, ist zum Beispiel, wie hier vorne die Front gestaltet ist. Der eine macht es so wie hier, der andere macht es eher so wie Lastrada mit einer eigenen Verkleidung und solchen Dingen. Und die Schwerpunkte sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Sitzbänke. Wir haben jetzt hier das sogar ein bisschen enger. Wir werden gleich noch mal in anderen Autos sehen, wie es auch ein bisschen breiter ist. Und Westfalia hat immer ein sehr zurückgenommenes Design. Das heißt, weniger Schränke, weniger Stauraum, mehr Möglichkeiten, so ein bisschen hier rauszuschauen, ein bisschen mehr Raumgefühl vielleicht zu haben. Damit ihr einen guten Eindruck von diesem Auto bekommt, blenden wir euch jetzt noch mal ein paar schöne Eindrücke zu dem Fahrzeug ein, weil wir hier auf der Messe natürlich immer so ein bisschen auch gucken müssen, wie wir unsere Zeit verteilen und gehen mal mit euch rüber und gucken uns den James Cook mit dem Heck-Slide-Out an. Das wäre nämlich die zweite Variante, die Westfalia mit im Programm hat auf Sprinterbasis. Wenn ihr euch am Ende des Tages für einen Sprinter Allrad auf Mercedes-Basis bei Westfalia entscheidet, habt ihr zwischen 2 Dachvarianten immer die Wahl. Und zwar immer zwischen Aufstelldach, so wie dort, oder klassischem Dach, so wie dort. Und wenn ihr euch für den James Cook mit dem Heck-Slide-Out entscheidet, dann gibt es sogar noch die dritte Variante mit dem GFK-Hochdach. Davon blenden wir euch jetzt mal kurz ein Bild drüber. So einer steht zum Beispiel je nachdem wie es gerade ist bei uns in Stove. Da sind noch mal ganz andere Varianten mit möglich.
Wenn ihr aber zum Beispiel sagt, ich möchte ein kurzes Auto, aber trotzdem Längsbetten und auf eine Sitzgruppe will ich auch nicht verzichten, dann müsst ihr natürlich irgendwie tricksen. Und dann ist das zum Beispiel die Lösung, so wie Westfalia das hier macht. Wir haben Heck-Slide-Out, bei dem der gesamte Teil hier rausfährt und damit habt ihr parkend die Möglichkeit, den Sprinter um 1 Meter zu verlängern. Das verkleinert natürlich den Kofferraum, der da drunter ist, aber dort, wo Schatten ist, ist auch Licht oder wo Licht ist, ist auch Schatten. Es führt natürlich im Umkehrschluss dazu, dass, wenn ihr hier nach hinten guckt, wir hier Längsbetten haben. Und man muss ganz klar sagen, wir haben hier ein 6-Meter-Fahrzeug mit Längsbetten als Sprinter-Allrad mit einer adäquaten Sitzgruppe für 4 Personen. Ich denke, es sind schon viele, viele verschiedene Varianten. Und das, was ihr hier auch seht, das ist quasi der James Cook mit dem Slide-Out. Da haben wir hier vorne nicht das Holzdekor. Und der Wagen jetzt ist zum Beispiel mit Leder, mit so einer schicken Rautensteppung in Weiß. Das finde ich auch eine charmante Variante. Würdet ihr euer Auto eher in Leder oder eher in Stoff nehmen? Weil wir müssen jetzt ja auch unsere ganzen Vorführwagen konfigurieren. Deswegen schreibt mal mit drunter, wie wir das bei einzelnen Fahrzeugen machen sollen. Aber das ist auf jeden Fall der Westfalia-Vorschlag für den James Cook. Gibt die 2 schönen Varianten. Ich bin gespannt, was euch am besten gefällt. Wenn ihr auf der Suche nach einem Sprinter seid, dann ist es eine logische Konsequenz, auch Lastrada mit ins Kalkül zu ziehen, weil dort fast die größte Auswahl ist, die wir als Togo zur Verfügung haben. Zwar haben wir bei Lastrada verschiedene Sprinter-Varianten. Wie ihr hier seht, die meisten Sprinter werden als Allrad verkauft. Wir haben hier vorne einmal den Regent E, das ist ein ganz neuer Grundriss mit Längsbetten. Da blenden wir euch jetzt mal eine Handvoll Fotos mit ein. Oder wir gucken am besten, wir haben noch wenig hinten in den Stauraum geschaut. Das ist ein Fahrzeug, wo ihr einen 6-Meter-Sprinter habt, der hinten Längsbetten hat. Durch Verzicht auf die vordere Sitzgruppe. Und dann hat man eben die Möglichkeit, hinter dem Querbett hinten nochmal, das kann man dabei haben oder nicht dabei haben, hinten einen großen Stauraum zu haben. Das ist ein Auto, was vor allem auf Lebensraum ausgelegt ist und mit dem Schwerpunkt, ich möchte ein kurzes Auto, ich möchte kein Slide-Out, ich möchte Längsbetten. Mir ist es egal, dass ich nur zu zweit fahren kann, weil der halt nur die 2 Fahrersitze vorne hat. Und dafür möchte ich es großzügig mit einer schönen Nasszelle. Dann ist der Regent E für euch der beste Sprinter, der in Frage kommt. Wenn ihr sagt, nee, das brauche ich alles nicht, ich bin eher ein Fan des klassischen Grundrisses. Der Regent S ist sozusagen elfengleich, wumms, wumms, wumms. Der Regent S ist sozusagen der Klassiker bei Lastrada. Über die letzten Jahre sicher eins der meistverkauften Autos. Da bin ich super gespannt, wie die kommende Saison sich zeigen wird, weil man im Allradbereich wir ja deutlich mehr Varianten bekommen. Man kann ihn auch, wie ihr hört, Regent S nennen, aber wir sind bei Lastrada in Deutschland und da sollen wir es aussprechen. Das klingt sehr schräg. Ich möchte so nicht rüberkommen. Ich wollte nur sagen, Lastrada möchte, dass es Regent S ausgesprochen wird. Insgesamt haben wir hier halt einen ganz klassischen Grundriss. Hinten Heckbett quer, vorne die Sitzgruppe. Das, was ihr hier seht, ist Eiche hell als Dekor mit einem der neuen Polsterstoffe und Silverline-Klappen. Die Neuerung, die wir bei Lastrada hier haben, ist, dass wir den Tisch jetzt an der Seite angeschlagen haben und nicht mehr da drauf haben. Und ansonsten ist der Regent S aber ein Auto. Wir verlinken euch unten 1, 2 Videos dazu. Wir haben so viel zu dem Auto gemacht. Wir haben alles an Umbauten an diesem Auto schon hinter uns. Wenn ihr euch für den Regent S interessiert, dann können wir euch da auf jeden Fall, glaube ich, jede Frage beantworten. Wenn ihr es eine Nummer länger haben wollt, dann wäre der Regent EB die richtige Lösung. Da habt ihr auch einen Sprinter, dann aber in 7 Meter und mit Längsbetten. Eigentlich ist das nicht die ganze Wahrheit, dass der Regent EB die nächstgrößere Nummer ist. Normalerweise müsste man an dieser Stelle jetzt zum Lastrada Nova M springen. Der hat eine ganz besondere Stellung auf der Basis der Mercedes-Fahrzeuge, weil er einfach, und so wie ihr das jetzt auf den eingeblendeten Bildern gerade seht, eine komplett andere Außenform hat. Das Fahrzeug ist aber so besonders, genau wie der Nova EB, das etwas größere Modell, dass wir es jetzt nicht in diesem klassischen Kastenwagen-Vergleich als Sprinter mit drin haben wollen, weil er quasi schon eher ein Teil integrierter ist. Wir haben gerade vor kurzem ein Video zu einem Nova M für euch veröffentlicht. Das verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Und zum Nova EB haben wir auch ein richtig schönes Video, in dem wir so 2 Novas nebeneinander stellen. Das verlinken wir euch auch in der Videobeschreibung. Das sind 2 Fahrzeuge, die genau das gleiche auf Sprinterbasis können, aber durch diese toll ausgeformte GFK-Monocoque-Form nochmal ganz andere Schwerpunkte beim Grundriss setzen.
ein paar Dinge besser machen als andere und am Ende aber auch einen kleinen Tick teurer sind. Also eigentlich wäre in dieser Chronologie, wenn ich bei Lastrada nach Länge gehe, jetzt mit 6,50 Meter, der Nova M das nächste Fahrzeug, was wir sehen müssten. Und dann als Alternative zu dem Regent EB der Nova EB, der auch 7 Meter lang ist, aber dadurch, dass er etwas breiter und etwas höher ist als der Regent EB, das gleiche Fahrzeug oder den gleichen Grundriss bietet mit einer größeren Nasszelle, mehr Stehhöhe. Und beide Novas verfügen tatsächlich auch über eine Heckgarage, was sie in der Kastenwagenwelt, wenn man sie denn zu den Kastenwagen zählen darf, total besonders macht. Also vergesst nicht, die beiden euch mit anzugucken, weil die absolute Einzigartigkeiten in der Kastenwagenwelt sind. Gibt es das Wort Einzigartigkeiten? Weiß ich nicht genau. Besonderheiten, sagen wir Besonderheiten und einfach dort einen Blick wert sind auf jeden Fall, wenn ihr einen Sprinter mit einer ganz besonderen Außenhülle haben wollt. Wenn wir dann nämlich eine Nummer größer werden, dann habt ihr sowas. Dann ist 6,99 das reine Fahrzeug plus Reserverad plus all diese Dinge. Unterm Strich ein riesengroßes Auto und das, was man draußen als Nachteil sieht, habt ihr drin natürlich als großen Vorteil. Und Sprinter 7 Meter gibt es tatsächlich nicht viele. Ich würde sagen, es gibt den Lastrada als, auch wenn man bei den Preisen nicht von günstigen Varianten sprechen soll, wirklich als preis-leistungstechnisch attraktive Variante. Es gibt so ein paar Individualisten, die Sprinter 7 Meter ausbauen und die rufen ganz schnell 250, 300, 350.000 Euro, also vollkommen absurde Dimensionen auf. Das relativiert das viele Geld, was wir haben wollen, unterm Strich ein bisschen. Sprinter Allrad ist auf jeden Fall immer eine teure Variante. Was Lastrada hier gemacht hat, ist, dass man gesagt hat, wir machen mal eine eigene Dachreling. Und das wäre nochmal, auch heute gibt es viel, was ihr zu beurteilen habt. Das ist eine Dachreling, die rein optischen Charakter hat. Kostet dafür auch nicht ganz so viel. Wir haben eine kleine Solaranlage vorne. Wir haben die große Lightbar, wir haben die ganze Dachreling da, aber sie ist nicht dafür gedacht, dass oben geladen wird, beladen wird. Geladen schon durch die Solaranlage, aber beladen nicht, weil keine Querträger da sind, weil es integriert mit der Markise auf der anderen Seite ist. Brauchen wir Dachreling nur für die Optik, ohne dass wir einen technischen Nutzen davon haben? Oder sagt ihr dann lieber ein Tausender teurer und auch oben vernünftig zu beladen? Gerade ihr Sprinter-Allradfahrer seid potenzielle Kandidaten für Dinge aufs Dach, weil das Auto drinnen einfach ein Tick kleiner ist. Und da frage ich mich, wie viel von den Sachen machen wir wirklich für die Galerie, für cooles Licht, für mehr Strom? Und wer von euch hat wirklich Sachen auf dem Dach? Das wäre super wertvoll, weil auch Lastrada dann so ein bisschen für sich planen kann. Wollen wir das in Serie mit anbieten oder eher nicht? Ja, wir warten einen kleinen Augenblick, bis da Platz ist und dann werfen wir da noch mal einen Blick rein. Es würde mir tatsächlich echt helfen, wenn ihr sagt, was ihr bei euren Fahrzeugen gemacht habt. Schreibt das mal bitte unten in die Kommentare, weil ich ja auch unsere nächsten Vorführwagen ein bisschen schick machen will und ich habe ganz viele Dachreelingsideen, weiß aber nicht genau, wo der beste Kompromiss ist. Also wenn ihr mir unten in die Kommentare schreibt, ob ihr was auf dem Dach habt und wenn ja, was, würde mir das total helfen. Vielen Dank. Unter den Längsbetten habt ihr bei Lastrada eigentlich immer das hinten freigeräumt. Ihr könnt das hier hochklappen, wegräumen, dass man auch ein Fahrrad reinstellen kann. Und ihr habt bei Lastrada, und das ist die Besonderheit, wenn ihr einen Sprinter Lastrada mit Längsbetten nehmt, dass ihr hier links und rechts die Betten habt mit einem echten Mittelgang sozusagen. Und so habt ihr dann einfach die Variante wirklicher Längsbetten. Wer sagt, ich möchte aber ein großes Doppelbett, für den sind immer auch die passenden Matratzenteile dabei, dass ihr das auch haben könnt. So wie ihr das jetzt hier seht, haben wir Holzdekor Nuss mit weißen Klappen, grauer Wandbespannung. Ich finde, das ist was super gut zusammenpasst. Aber das ist bei Lastrada ja sowieso absolut frei und Geschmackssache. Die Sitzgruppe hier ist die gleiche wie eben im Regent S gesehen und das kombiniert auch mit quasi der gleichen Nasszelle mit dahinter. Das heißt, unterm Strich müsst ihr euch eigentlich überlegen, wenn ihr über einen Sprinter nachdenkt, möchte ich quer schlafen, möchte ich längs schlafen? Dann seid ihr eigentlich zwischen 6 und 7 Meter unterwegs. Möchte ich eventuell ein Aufstelldach? Dann müsst ihr eben aufpassen, weil es gar nicht so viele Varianten gibt. Das können wir zum Beispiel aktuell nur bei Westfalia haben. Und wie viel möchte ich unterbringen und wie möchte ich auch stilistisch unterwegs sein? Lieber ein bisschen designreduzierter, so wie Westfalia das macht. Lieber ein bisschen individueller gestalten, so wie ihr das bei Lastrada haben könnt. Die Welt der Sprinter steht euch offen und dadurch, dass wir mit den verschiedenen Modellen inzwischen echt viele schöne Lösungen haben, denke ich, gibt es tolle Varianten und wir werden für euch schon den richtigen finden.
Pössl, the original, oder wie ich sagen würde, das Original. Auch Pössl hat jetzt ein Auto mit Startknopf mit drin. Auch Pössl hat nämlich jetzt den Roadster X mit im Programm. Das ist ein Auto, wir stehen jetzt seit einer Viertelstunde hier davor und haben gedacht, wir haben euch den so ausführlich gezeigt. Das ist ein Preis-Leistungssieger, würde ich ganz klar sagen. Wir haben einen super attraktiven Ausbau, wir haben eine super schöne Ausstattung. Wir haben es nur so, wie es hier steht. Also es gibt nicht viele Wahlmöglichkeiten. Aber wir haben das Auto in ganz, ganz vielen Details gezeigt. Hier reden wir über ein Auto, Einstiegspreis unter 100.000 Euro, wenn zugegebenermaßen auch sehr knapp mit 99,8, aber schon mit 190 PS, mit Allrad, mit allem Zip und Zap und zum Beispiel unser Vorführwagen bei den First Edition Fahrzeugen kostet mit allen Extras, mit großer Lithium-Batterie, mit Solaranlage, mit allem, was man so ab Werk mitbestellen kann, etwas über 110.000 Euro. Das heißt, in der Gesamtsumme der Mercedes-Fahrzeuge, die ihr jetzt gesehen habt, oder die ihr in diesem Video sehen werdet, ist das ein wahnsinnig attraktives Auto. Da wir hier, kommen wir da rein? Nee, stehen schon wieder die nächsten davor. Da wir hier nicht richtig gut reinkommen, schneiden wir euch jetzt mal kurz ein paar Bilder zusammen, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, was hier hinter mir steht. Ich glaube nämlich, dass der auf eurer Agenda auch ein bisschen nach oben rücken könnte. Ja, was haben wir jetzt gelernt bei dem ganzen Messebesuch? Wir haben ganz viele verschiedene Mercedes gesehen, die alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Auf der Messe war es ein bisschen eng mit dem Fazit, deswegen wollen wir das jetzt so ein bisschen für euch hinterher ziehen. Ihr fragt euch jetzt, welches Auto soll ich kaufen? Welches ist die richtige Lösung für mich? Das ist tatsächlich das Einzige, was ihr ganz alleine für euch entscheiden könnt. Ich kann euch ein bisschen Hilfestellung geben. Es gibt verschiedene Fahrzeuge und das Schöne ist, dass die Fahrzeuge unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut machen. Und abhängig davon, wie viel Schwerpunkt ihr bei den einzelnen Sachen legt, ist relativ klar, welches für euch das richtige Fahrzeug ist. Wenn ihr zum Beispiel absolut nach Preis entscheidet, muss man ganz klar sagen, preis-leistungstechnisch kommt ihr an dem Pössl nicht vorbei. Der Roadster X ist aktuell, glaube ich, der attraktivste Mercedes, wenn man sich den reinen Preis anschaut. Wenn ihr aber zum Beispiel sagt, das ist ein Möbelbau, den mag ich nicht so gerne leiden, ich möchte das Ganze individueller gestalten, dann seid ihr bei Lastrada total richtig. Dort bekommt ihr unfassbar viele verschiedene Optionen, die ihr haben könnt. Könnt das Fahrzeug so gestalten, wie ihr es haben wollt. Habt es mit den zwei sehr schlanken Backen, super elegant. Habt einen sehr, sehr guten Möbelbau. Auch ein relativ teures Fahrzeug. Aber könnt dort alles ab Werk haben und das, was ihr ab Werk nicht bekommt, das gilt natürlich für die anderen beiden Marken genauso, individualisieren wir dann mit euch bei uns hier in Stove. Da gibt es ja schon relativ viele Videos, in denen wir euch das erklärt haben. Aber wenn ich mir zum Beispiel den absoluten Möbelbau angucke, dann muss ich ganz klar sagen, ich bin ein Fan des Lastrada Möbelbaus und finde das Fahrzeug super besonders, wie es ist. Dazu muss man ganz klar sagen, wenn ihr Einzelbetten haben wollt, habt ihr mit dem Regent EB und dem Nova EB zwei der ganz wenigen Einzelbetten und dem Regent E als kurzen Varianten auch einfach die einzigen Fahrzeuge, die echte Einzelbetten haben wollt. Wenn aber zum Beispiel ihr sagt, ich brauche ein Fahrzeug, in dem ich ab und zu Kinder oder Enkelkinder mitnehme, dann wäre ein Aufstelldach eure richtige Lösung. Das bekommen wir aktuell nur bei Westfalia. Das heißt, für euch wäre dann der James Cook das richtige Fahrzeug. Und so muss man ganz klar sagen, abhängig von eurer Nutzung, abhängig von eurem Budget und ganz entscheidend abhängig von eurem Geschmack, kann unterschiedliche Fahrzeuge unterschiedlich Sachen. Gut, ich würde ganz plakativ zusammenfassen, Qualitätssieger wahrscheinlich Lastrada, Preis-Leistungssieger wahrscheinlich Pössl, Design und Familientauglichkeit ganz klar Westfalia. Und was bei Westfalia ein Riesenpunkt auf der Agenda ist, dass ihr eine Warmwasser-Fußbodenheizung habt. Also Technologiesieger würde ich auch tatsächlich sagen, am modernsten ist der Westfalia. So, jetzt haben wir ganz, ganz viele Mercedes-Varianten gesehen. Welcher ist der beste? Ich weiß es nicht genau. Welcher passt am besten zu euch? Das ist die Frage, bei der wir euch auf jeden Fall helfen können. Ist es eher der Roadster X? Ist es eher ein Modell von Lastrada? Ist es eher ein Modell von Westfalia? Das, was ganz klar ist, ist, in der Welt des Sterns werden die Optionen auf jeden Fall deutlich größer und es gibt von Jahr zu Jahr neue Modelle, die damit
reinspielen. Und damit haben wir natürlich immer mehr das Bedürfnis, euch so ein bisschen die Differenzen aufzuzeigen. Und das, was ich halt ganz klar sagen kann, ist, unterm Strich ist für die meisten Kunden klar, was die richtige Entscheidung ist. Ihr müsst euch nur hinsetzen, ein paar Eckdaten aufschreiben und dann müssen wir vielleicht einfach drüber reden, was die richtige Lösung ist. Ich hoffe, dass wir mit diesem Video zu dem, was ist der beste Mercedes, euch ein bisschen mehr Klarheit verschaffen konnten und bin gespannt, für welchen der Sprinter ihr euch am Ende des Tages entscheidet. Viel Spaß mit allen weiteren Videos. Wir sehen uns in Kürze wieder. Alles Gute und bis bald.